Hier kann man jetzt das Kurbelgehäuse von unten sehen. Man sieht also, wo sonst die Ölwanne festgeschraubt ist, also rundrum diese Schraubenlöcher um das Kurbelgehäuse. Kann man diese Schraubenlöcher gut sehen. Da sind die Schrauben von der Ölwanne normalerweise, stecken da drin. Und ja, man muss also jetzt die einzelnen Knäuellager von den 3 Knäuelstangen muss man lösen, damit man die Kolben nach oben hin aus dem Motor ziehen kann. Hier sieht man jetzt also ganz gut mal so eine Knäuellagerstelle. Also das ist jetzt von der Kurbelwelle eine sogenannte Kurbel und daran wird dann ein Knäuel angeschraubt und das ist quasi ein Knäuellager. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Arbeitsschritt. Man muss feststellen, wie oval die Bohrungen bzw. die Zylinder mittlerweile sind. Dafür gibt es ein Richtmaß. Ja, also die Differenz zwischen Längs- und Quermaß sollte nicht mehr als 0,08 Millimeter betragen. Ansonsten ist die Ovalität von den Zylindern zu groß. Und ja, der Motor muss ausgebaut werden, muss aufgebohrt werden und dann nochmal gehohnt werden. Und dann braucht man eben, wenn man Pech hat, Übermaßkolben. Bei mir habe ich allerdings richtig Glück gehabt. Bei mir war das größte Maß, also die Differenz, war nur 0,0025 Millimeter. Und somit hatte ich Glück und konnte einfach in Anführungsstrichen nur neue Kolbenringe einsetzen und brauchte den Motor nicht ausbauen. Die Maße der Zylinder misst man übrigens mit dieser Innenmessuhr. Da muss man also in Längsrichtung, misst man oben, in der Mitte und unten am Zylinder. Dann misst man nochmal quer, auch oben, in der Mitte und unten und die Differenz zu den einzelnen Maßen. Dann weiß man, wie oval, wie gesagt, wie ich eben schon erwähnte, wie oval die Zylinder sind. Jetzt habe ich mir endlich die Kolbenringe vorgenommen. Wie man hier sehen kann, liegen hier die Kolben schon bereit. Die einzelnen Kolbenringe wurden dann von mir demontiert. Man muss das ein bisschen vorsichtig und mit Gefühl machen. Die Kolbenringe verkanten gerne mal und ja, die Kolbenringe sind natürlich etwas spröde. Mir ist auch, oder 2 Kolbenringe sind mir dann auch zerbrochen. Das ist aber nicht ganz so tragisch, weil es kommen ja neue Kolbenringe rein. Und ja, so einen kaputten Kolbenring kann man dann auch sehr gut zum Reinigen des Kolbens und der Nuten benutzen, weil da kommt man eben wunderbar in diese Nuten rein und man muss eben diese Nuten richtig schön lang sauber machen, damit die neuen Kolbenringe sich darin bewegen können, ohne zu verkanten oder zu verhaken. Hier sieht man auch ganz gut, das ist zum Beispiel ein Ölabstreifring, wie verkokt und verkrustet dieser Ring ist. Das kann alles nicht mehr so richtig funktionieren. Deswegen tauscht man diese ganzen Ringe komplett aus. Mit diesem zerbrochenen Kolbenring kann man, wie gesagt, sehr schön hier die Nuten sauber machen, als Spachtel benutzen und ganz wichtig ist auch hier diese Ölbohrung im Kolben, die muss also wirklich richtig sauber sein. Ich habe mir neue Kolbenringe von der Firma Mahle bestellt. Ihr könnt auch hier zum Beispiel sehen, also die Teilenummer und auch hier steht auch das Maß drauf für 63,5 Millimeter Durchmesser Kolben. Es gibt, wie gesagt, auch Übermaßkolben, aber in meinem Fall konnte ich die alten Kolben benutzen und ja, habe ich ein bisschen Glück gehabt. Es ist auch eine Beschreibung dabei, wie die neuen Kolbenringe angebracht werden müssen und bei manchen Kolbenringen muss man eben darauf achten, wie rum die montiert werden.
Ganz wichtig zu beachten ist auch, dass man die Öffnungen der 3 Kolbenringe um 120 Grad zueinander versetzt dreht, sonst hat man nachher Druckverlust und das soll ja nicht sein. Des Weiteren habe ich mir dann noch neue Pleuellagerschalen mitbestellt aus dem Internet von der Firma Glyco oder Glyco, keine Ahnung. Man kann also die alten Lagerschalen kann man relativ einfach rausdrücken und die neuen Lagerschalen kann man auch relativ einfach neu einfügen, also auch einfach reindrücken und die halten dann im Normalfall auch im Pleuel. Ja, wenn man schon einmal den Motor zerlegt hat, sollte man auch diese Pleuellagerschalen direkt mit erneuern, weil die kosten auch nicht die Welt. So, jetzt braucht man ein sogenanntes Kolbenspannband. Das benötigt man, damit man die Kolbenringe jetzt wieder zusammenpressen kann. Und weil sonst kann man die Kolben nicht in die Zylinder einführen, weil die Kolbenringe sich ja auseinanderdrücken. Später in den Zylindern muss man die eben vorher zusammendrücken und dann kann man die auch in die Zylinder einführen. Nun wurde es noch mal ein bisschen fummelig, das Ganze. Ja, ich habe mir die Kurbelwelle als erstes mal so gedreht, dass das Pleuellager, wenn es dann unten ankommt, dass es Platz hat. Und dazu wird also der Kolben um 45 Grad verdreht in den Zylinder eingeschoben. Sonst kommt man an die Öldüse dran und beschädigt diese eventuell und das sollte auf keinen Fall passieren. Also man muss schon darauf achten, dass man den Kolben um 45 Grad verdreht, einführt und ja, dann kommt man normalerweise auch an der Öldüse vorbei. Wenn der Kolben dann nur noch 6 mm oben aus dem Zylinderkopf rausschaut, kann man wieder die 45 Grad zurückdrehen, so dass quasi, ja, ich sag mal, dass das Pleuellager oder das Pleuel senkrecht steht. Dann kann man ja den Kolben ganz in den Zylinder vorsichtig reindrücken. Man kann ein bisschen mit einem Holzhammerstiel nachhelfen, aber normalerweise geht das ohne Gewalt und ohne viel Kraft. Man sollte immer ein bisschen Öl benutzen, aber normalerweise kann man den Kolben relativ leicht in den Zylinder reinschieben. Das war Teil 3 meiner Motorüberholung. Ich hoffe, dass ich euch wieder damit helfen konnte. Wenn euch mein Video gefallen hat, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann seid so lieb, drückt den Daumen hoch, aber vor allen Dingen abonniert bitte meinen Kanal. Und ja, wir sehen uns oder hören uns besser gesagt beim nächsten Mal. Danke!